Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Digital Economy Randnotiz. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Ich beschäftige mich hier mit Kryptowährungen, mit Blockchain-Technologie, mit Fragestellungen, die die IT-Sicherheit betreffen und mit den Anwendungspotenzialen neuer Technologien. Bitte beachten Sie, dass damit keine Beratung und keine Empfehlung verbunden ist. Wenn ich eine Einschätzung abgebe, dann basiert das in der Regel auf einer kurzen Sichtung des Themas, die nicht ausreichend wäre, um das Thema wirklich für einen Kunden zu bewerten. Wenn ich eine potenzielle Empfehlung an einen hypothetischen Kunden formuliere, dann basiert das auf einem fiktiven Beratungsszenario, das nicht ohne weiteres auf ein konkretes Unternehmen oder eine konkrete Situation übertragen werden kann. Die in dieser Sendung präsentierten Informationen stellen keine Beratung und keine Empfehlung dar. Für Verluste und Schäden wird keine Haftung übernommen. Kryptowährungen sind ein hochriskantes Investment. IT-Sicherheit und alle anderen hier behandelten Themen erfordern intensive und individuelle Beratung. Einschätzungen und potenzielle Ratschläge, die ich formuliere, sind nicht auf konkrete Unternehmen anwendbar. Wenden Sie sich bei Bedarf an kundige und verlässliche Experten. Eine kleine Fußnote zu dem langen Ripple-Video, das ich neulich gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Müssen Sie nicht unbedingt. Ich versuche das Wesentliche hier nochmal zusammenzufassen. Aber Ripple hatte Anfang Juli die Mika-Lizenz erhalten und dadurch kann der Ripple Ledger, das Ripple-Netzwerk, konform zu EU-Regularien eingesetzt werden zur internationalen Zahlungsabwicklung. Hatte ich ein langes Video zugemacht. Ich hatte erläutert, wie Banken den Ripple Ledger einsetzen können, um sehr schnell, sehr effizient, sehr kostengünstig internationale Finanztransaktionen durchzuführen. Ich hatte auch im Sinne einer kleinen spontanen Handskizze dargestellt, wie ich persönlich mir vorstellen könnte, dass Unternehmen auch Ripple also Unternehmen, die nicht zur Finanzindustrie gehören, Unternehmen Ripple in ihre Finanz-IT einbauen könnten, um direkt über ihr ERP, über ihre Finanz-IT Zahlungen auszulösen, Zahlungen abzuwickeln, ohne dabei auf Banken als Zwischenstationen angewiesen zu sein. Und ich hatte auch eine Variante an die Wand gemalt, sozusagen, an die virtuelle Tafel gemalt, die unterstellte, dass ein Unternehmen sogar eine Wallet-Infrastruktur einrichtet und in diesen Wallets den XRP und den Ripple US-Dollar für spätere Zahlungen, unabhängig von Banköffnungszeiten, Bankenverfügbarkeit, direkt auslösen zu können, Wallet zu Wallet. Und natürlich stellt sich da die Frage der Dokumentationspflicht und der Besteuerung. Darauf war ich eingegangen im Sinne eines kleinen feierlichen Appells an die Politik, wo ich mir gewünscht habe, die Politik möge dafür sorgen, dass das Steuergesetz natürlich wirkungsvoll und fair sich entwickelt, aber gleichzeitig eben auch kein Hemmnis darstellt für Unternehmen, die von solchen Entwicklungen wie zum Beispiel eben dem Ripple-Netzwerk mit seinen meines Erachtens durchaus interessanten Features zu profitieren. So. Nun hat einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber, Professor Christian Rieck, ein interessantes Video veröffentlicht zu den Hintergründen, warum das Steuerrecht in Bezug auf den Bitcoin, darauf hat das bezogen, eigentlich so ist, wie es ist. Und ich muss dazu sagen, Professor Rieck hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er kein Steuerberater ist. Ich bin es auch nicht. Also bitte, das ist wie immer keine Beratung, sondern reine Information und persönliche Einschätzung. Aber Professor Rieck hatte erläutert, dass der Bitcoin eben behandelt wird, bisher ähnlich wie Oldtimer. Das war sein Beispiel, das finde ich eigentlich auch ganz passend. Oldtimer kauft man, weil man Oldtimer toll findet, nicht weil man sich von ihnen eine schnelle Wertsteigerung erhofft und wenn man sein geliebtes altes Auto irgendwann verkauft und es hat sich im Wert entwickelt, ist das halt ein angenehmer Nebeneffekt, aber war eigentlich
eigentlich nicht das Ziel und darum sagt das Steuerrecht bisher, naja, wenn man das Auto länger als ein Jahr hatte, ähm, dann ist das halt steuerfrei, hat man Glück gehabt. Und ja, Professor Rieck weist interessanterweise darauf hin, dass man das Gleiche auch über den Bitcoin sagen kann. Und da hat er vollkommen recht. Ne? Der Bitcoin, der wird zwar sehr als Spekulationsobjekt verwendet, äh, ist, hat, ist aber eigentlich für einen anderen Zweck erfunden, nämlich als Zahlungsmittel. Und ja, und was für den Bitcoin gilt, gilt für den XRP im Ripple-Netzwerk natürlich umso mehr. Und auch genauso für viele andere Token in anderen Netzwerken. Ja, während der Bitcoin ein reines Zahlungsmittel ist und auch als solches bewusst gepflegt wird, hat der XRP eben eine essentielle technische Funktion. Der XRP ist Teil eines Technologiestacks, einer Technologie, die nützlich ist, technisch einen funktionalen Nutzen hat, für den der XRP, der Besitz und der Einsatz von XRPs eben essentiell notwendig ist. Wenn man nicht stattdessen Ripple US-Dollar verwendet, aber für den Ripple US-Dollar gilt ja genau das gleiche Steuerrecht. Und ja, wenn man diese Technologie nutzen will, dann schreibt das Steuerrecht plötzlich vor, dass man jede einzelne kleine technische Transaktion minutiös dokumentieren muss, für jede ausrechnen muss, ob theoretisch ein Kursgewinn angefallen ist und den in seiner Unternehmensbilanz bzw. Steuererklärung erklären. Das ist natürlich ein Riesenhemmnis und ja, da geht das Steuerrecht einfach in die falsche Richtung, wenn man es aus der Perspektive von Unternehmen, die solche technischen Möglichkeiten operativ nutzen wollen, betrachtet. Ja, dass die Politik da jetzt ran will und dieses steuerliche Privileg für den Bitcoin abschaffen will, das hängt laut Professor Rieck, und ich glaube, da ist seine Kritik vollkommen berechtigt, nicht ganz unwesentlich daran, dass die Bitcoin-Community eben auch nach außen hin und damit in Richtung der Politik diesen spekulativen Aspekt, also den Bitcoin als Spekulationsasset, sehr in den Vordergrund stellt und nicht betont, Moment, der Bitcoin ist eigentlich für was anderes da und alles andere ist Nebenaspekt. Und da sind wir bei dem, was ich in meinem langen Video über Ripple schon gesagt hatte. Da hatte ich ja feierlich an die Politik, ich hoffe, sie hört mir zu, appelliert, bitte das Steuerrecht so zu gestalten, dass es zwar fair ist, dass es angemessen ist, klar, gar keine Frage, na, aber dass es eben auch Rahmenbedingungen schafft, in denen Unternehmen in Deutschland, in Europa von solchen Entwicklungen wie zum Beispiel Ripple, was ich da tatsächlich für interessant halte in der Zukunft, profitieren kann, ohne dass Dokumentationspflichten, Besteuerung von jedem winzig kleinen Gewinn, den man erzielt hat, in der Zeit zwischen Kauf des XRP und Einsatz des XRP, halt einen total ausbremst. Und ja, da hat Professor Rieck mich wirklich auf einen neuen Gedanken gebracht. Na? Denn letzten Endes ist es ja die Aufgabe, unsere Aufgabe. Na? Die Aufgabe von YouTubern wie mir, aber eben auch die Aufgabe von Leuten wie Ihnen als IT-Stakeholder, als CIO, als IT-Projektleiter, der eben PLM-Systeme, ERP-Systeme, was auch immer für Systeme entwickelt für sein Unternehmen und sein Unternehmen leistungsfähiger, stärker zu machen. Na, darum auch an Sie, wenn Sie in so einer Position sind oder einfach nur an dem Thema interessiert, lassen Sie sich von Ihrem stressigen Alltagsgeschäft, ich weiß, wie stressig die Projekte sind, aber lassen Sie sich nicht davon abhalten, auch daran zu denken, welche Dinge vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren Ihr Unternehmen stark machen können und aber ausgebremst werden könnten durch einfach eine
unpassende Gesetzgebung, die letztlich Vorteile von solchen interessanten technischen Entwicklungen ad absurdum führt. Also, reden Sie mit Ihrem Wahlkreiskandidaten, reden Sie mit Ihrem CIO, mit Ihrem IT-Leiter, mit Ihrem Senior Management, wer auch immer Einfluss auf solche Dinge hat. Na, gerade wir einfachen Soldaten aus den IT-Projekten, um es jetzt mal pathetisch zu formulieren, na, wir sind diejenigen, die solche Entwicklungen erkennen und die auch vorausahnen müssen, was in einigen Jahren, in einigen Jahrzehnten plötzlich interessant, wichtig sein könnte, um unsere Unternehmen zu stärken, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ja, wo Politik sich dann in eine falsche Richtung entwickelt und zum Hemmnis werden könnte. Also ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen wettbewerbsfähig sind und damit haben wir auch ein Interesse daran, dass die Politik Gesetze entwirft, die für uns einen Standortvorteil und keinen Standortnachteil darstellen. Und darum mein Appell, so wie ich ihn in meinem langen Ripple-Video formuliert habe, nochmal wirklich als Appell an uns alle in den IT-Projekten, lassen Sie uns vorausdenken und ja, Professor Rieck hat recht, wir müssen lautstark dafür sorgen, dass die Politik Kryptotoken, Crypto-Ledgers, Distributed Ledgers und diese Technologien wahrnimmt als etwas, was Anwendungspotenzial hat, als etwas, was wirtschaftliche Relevanz entwickeln kann. Wir wissen nicht davon, was wichtig sein wird in 20, 25 Jahren, aber ich glaube, das sind Technologien, die haben das Potenzial. Na? Und wir sind es, die der Politik das Gefühl vermitteln müssen, dass Gesetze eben Unternehmen unterstützen müssen bei dem Versuch, sich durch solche Technologien stärker zu machen. Und ja, ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass es gerade im Zusammenhang mit Kryptotoken an vielen Stellen in die falsche Richtung geht. Und da ja, kann ich den Appell oder die Kritik von Professor Rieck nur aufgreifen und als Appell umformulieren, verschaffen Sie sich Gehör beim Senior Management in der Politik. Das wollte ich nur noch loswerden. Ansonsten erstmal schönen Sommerurlaub, falls Sie noch Urlaubstage haben. Auf Wiedersehen. Ja, und Grüße gehen raus an Professor Rieck. Ich bin Ihr Fanboy.